Ein ganzes Land wird zum ultimativen Escape-Abenteuer. 4 furchtlose Abenteurer stellen sich 25 packenden Herausforderungen an legendären Schauplätzen in der Schweiz. Sie haben nur 8 Tage, um durch 8 verschiedene Regionen zu reisen und alle Rätsel zu lösen. Dabei fordern Verstand, Teamgeist, Mut, körperliche Fitness und unerschütterlicher Wille, ihre Grenzen heraus. Wir haben noch 10 Sekunden. Ihr müsst das verstehen, sie ist da unten. Was steckt wirklich hinter dieser mysteriösen Rätseljagd? Ich hoffe, diese Zahlen erreichen dich persönlich, denn sie können dein Leben in den nächsten Wochen stark ins Wanken geraten lassen. Ich wende mich an dich mit einer Bitte und einem Angebot zugleich. Ich möchte, dass du Teil einer besonderen Initiative wirst, ein Experiment und eine Mission für das Gute. Hast du den Mut, meinem Aufruf zu folgen? Nichts weniger als das Abenteuer deines Lebens steht dir bevor und das in der Realität. Gemeinsam können wir mit diesem Auftakt Großes schaffen und vor den Augen der Welt eine Flagge hissen, die unvergessen sein wird. Ich weiß, das sind pathetische Worte, aber lass ihnen Taten folgen und komm nach Basel am 8. Juni. Wenn alle den gleichen Mut besitzen wie du, wirst du hier mit 3 weiteren Mitstreitern ein neues Kapitel aufschlagen. Die 4 haben sich tatsächlich auf den Weg gemacht und sind der mysteriösen Einladung gefolgt. Sie haben nicht die geringste Ahnung, was sie in den nächsten 8 Tagen erwarten wird. Das Erste, was wir gehört haben, ist, dass es so ein bisschen dokumentarisch wird und dass es abenteuerlich wird. Ich bin jetzt nicht unglaublich sportlich begabt, vielleicht auch nicht kognitiv der Allerbeste, aber ich würde sagen, ich bringe da ein bisschen Lockerheit mit rein. Ich habe sowas in der Art noch nie gemacht. Ich hatte keine Angst davor, aber ich hatte auf jeden Fall Respekt. Wenn es um Challenges geht, glaube ich, alles, was mit Sport zu tun hat, bin ich dabei. Zahlen, Mathe, Codes. Ich dachte, cool, die Schweiz. Ich war noch nicht da und es ist irgendwie auch Rätseln und so ein bisschen Abenteuer. Ich glaube, da kann ich mal gut herausfinden, an welche Grenzen ich so gehen kann. Basel ist die drittgrößte Stadt der Schweiz und gilt als die Kulturhauptstadt. Es ist das Tor von Deutschland in die Schweiz und besonders durch die blühende Kunstszene bekannt, die das gesamte Stadtbild prägt. Hier haben sich die 4 Auserwählten getroffen und starten nun ihr Abenteuer. Also ich habe einen Schlüssel und du hast auch einen Ich habe einen Schlüssel. Schlüssel und ich habe eine Nummer auf dem Zettel. Die Nummer habe ich auch. Viele Informationen hatten wir am Anfang nicht. Wir hatten einen Schlüssel, wir hatten einen Brief und wir hatten eine Adresse. Und das Erste, glaube ich, was wir machen, ist zur Adresse gehen. Guck mal, Gerbergasse da. Trash ja schon mal kein Theaterstück. Tresor. Sieht doch nach Safe aus. Krass. Wow, was für eine Kulisse. Der Tresorraum von Basel ist 150 Jahre alt und seit jeher unberührt. Welche Geheimnisse er auch immer schon verschlossen hat, hier müssen Sie Ihren nächsten Hinweis finden. Das war krass. Wirkt erstmal alles nicht echt. Was könnten die verschiedenen Elemente Ihrer Briefe mit dem Tresorraum zu tun haben? Was hattest du mal für eine Nummer bei dir draufstehen? Pass auf, du hattest aber eine 4. Ja, eine 4-stellige Nummer. Ich hatte eine 3-stellige Nummer. Aber fängt hier irgendwas mit 0 an? Nee, wa? Okay, Moment, lass mal schnell in die... Aber meine Nummer doch auch nicht. Was erzähl ich denn? 1525. Hier, 1525. Du erreichst mich unter 1525, ja. Oh, das Ihr ist müsst schwer. beide gleichzeitig. Vielleicht macht das eine. 1, 2, 3. Ja, okay. Dreht sich das auch? Warte Das mal. müsste schon reichen. Das muss ja Oh, ja, nicht gut. Ah, okay. Hey, wie cool. geil. Ich sehe das immer nur in Filmen. Ja,
1, 9. Warte, ich schau noch mal lieber nach. Okay. Geht's? Ja. Stadtplan! Das Okay, wir haben einen Zettel mit ganz viel Text. Wir kann haben irgendwer anders jetzt vorlesen. eine Karte. Natürlich. Restaurant Kunsthalle, Reservierung um 9. Es ist 9. Menü, Zeit ist Geld. Kunsthalle. Aha. Okay, ich lese mal vor. Ja. Seht ihr die Tresorfächer vor euch? Jedes einzelne ist gefüllt mit unzähligen Schätzen, Geldscheinen und Wertpapieren. Wir sind richtig, Leute. Ich bin ein Mitglied der Organisation Vindicta. Wir glauben an die Gleichberechtigung für jeden und streben eine finanziell ausgeglichene Welt an. Leider bin ich den örtlichen Behörden und der Obrigkeit nur allzu bekannt, weshalb ich weiterhin im Schatten agieren muss. Doch ihr fragt euch sicher, warum ich euch hier versammelt habe. Einige Menschen kennen keine Grenzen ihrer Gier und würden alles tun, um ihren Reichtum zu vergrößern. Wenn nötig, auch über Leichen gehen. Dies ist natürlich nicht wörtlich gemeint. Immerhin. Anders gesagt, sie haben Dreck am Stecken und es liegt nun an euch, für Gerechtigkeit zu sorgen. Jede Zielperson hat die Schlüssel zu ihrer Tresoren hinter cleveren Rätseln und Aufgaben versteckt. Könnt ihr ihre Fälle lösen, sammelt ihr die Schlüssel und wir können die Schließfächer öffnen, um das Geld an die Gesellschaft zurückzugeben. Von hier an gibt es kein Zurück mehr. Viel Erfolg, Charlie. Hey, da ist er wieder. Ey, wann haben wir die Reservierung in diesem Restaurant, das ich hier auf dieser Karte definitiv nicht finden werde? Bin ich ordentlich reingeguckt. Hey. Okay, was haben wir alles? Wir haben eine Karte, Ja. wir haben Ein eine Restaurant, Reservierung, Kunsthalle. die schon abgelaufen ist Deswegen beeilen wir uns jetzt. und wir haben 3 Was Marken. ist das? Ja. Findest du hier irgendwo eine Kunsthalle? Also hier ist das Kunstmuseum. Ich dachte, dass da vielleicht dann auch die Kunsthalle irgendwo ist. Gasse hier gelaufen, das heißt, wir müssen jetzt einfach weiter geradeaus und dann sind wir bei der Kirche. Eigentlich müssen wir nur auf den Kirchturm achten. Ich liebe das, Annika entwickelt sich mittlerweile zum so Tourguide. Ich liebe Orientierung. Ja. Ah, cool, dann ist das schon mal dein Job. Jetzt habe ich in aber, unserem Team. Jetzt muss ich es aber auch gut machen. Nein. Ja, und los, wir haben keine Zeit, oder? Ja, aber es ist schon zu spät. Vor 15 Minuten sollten wir vielleicht mal da sein. Also ich hätte definitiv diese Karte nicht lesen können, darum war ich froh, dass Annika das übernommen hat. Zumindest bis sie es dann übernommen hat. Wahrscheinlich in die Richtung, oder? Ja. Okay, wir sind am Rhein, das ist schon mal Heimat für mich. Das ist doch Das ist schon mal gut. Ja, wenn wir von da gekommen sind, müssen wir nach da. Lass mal aktualisieren kurz, ob wir richtig gehen. Wo standen wir? Hier mit dem Kreis. Wo ist denn das Gässlein? Gerberer Gess... Ach so. Gerber Gessel. Komm Leute, wir fahren jetzt los hier. Ja. Ja, hat sich schnell herausgestellt, keiner kann von uns Karten lesen. Deswegen habe ich gedacht, komm, bevor wir jetzt hier ewig rumstehen, ich frage jetzt den Passanten. Hoch. Ja, beide gehen, beide. Okay, super. Und dann nachher links hoch. Mit der Straßenbahn geht links hoch, Ja. weiter vorne. Kommen Okay. Sie direkt oben zum Dangele drum. Super, vielen, vielen Dank, Dankeschön. Dankeschön. Ciao. Danke, habe ich doch gesagt. Gar kein Problem. Ey, wir dachten ganz kurz auch für eine Sekunde hier Dschungelcamp und gleich müssen wir da irgendeine Essensprüfung machen oder sowas. Okay. Aber das ist ja dann zum Glück nicht gewesen. 4 Cappuccino, Also ich würd 4 tatsächlich Croissants. Habt ihr Hafermilch da? Hafermilch haben wir, ja? Fantastisch, wunderbar. Und noch etwas dazu zum Essen? Dazu hätten wir gerne das Menü Zeit ist Geld. Sehr gerne. Das nehmen wir Bring ich platt. Dankeschön. Oh, Leute. Das Menü. Ah, ich wusste doch, dass es nichts zu essen ist. Dankeschön. Dankeschön. Das sind tatsächlich Karten fürs Theater. Also sind das wahrscheinlich wirklich die Garderobendinger. Chips. Okay. Ey, wir sind viel schlauer, als ich gedacht habe. Also bis hierhin lief ja dann zumindest alles wie am Schnürchen. Wir haben unsere Garderoben-Chips. Wahrscheinlich. Und dann kriegen wir unsere Uniform. Das wäre so sick. Irgendwas werden wir gleich bekommen. So ein Powermantel.
Der ist Mit bei den dem wir 30 Grad unsichtbar gerade wieder werden. richtig klasse. Irgendwas werden wir da gleich wahrscheinlich abholen, aber erstmal trinken wir jetzt hier ganz entspannt unseren Cappuccino, würde ich sagen. So viel Zeit haben wir jetzt hier alle noch. Der nächste Hinweis, es geht ins Theater. Was da auf uns gewartet hat, war dann doch nur mal heftiger als bis jetzt. Das Theater in Basel ist ein Ort der blühenden Kunst- und Jugendszene von Basel. Treffpunkt der kulturellen Gesellschaft und Austragungsort regelmäßiger Bühnenhighlights. Hier treffen unsere Helden auf ihre erste große Herausforderung, die ihnen viel abverlangen wird. Ja, ich glaube, ich habe mir die 69 gewählt. Ich habe meins vergessen. 191, glaube ich. Dann sind wir direkt zur Garderobe gelaufen und da haben wir quasi die Garderobenchips mit den kleinen Coins ausgetauscht, die dann für das Spiel danach wichtig waren. Ah, guck mal, da sind dann irgendwelche anderen. Da hängt was. Scheiße. 1, 2, 3. Das war so ästhetisch. Ah, guck mal, Escape, ich hab hier was. Was hast du denn? 191, hier ist ein Chip. Für die 191. Die 139. Hier ist auch noch einer. Das ist meiner. Okay, wir haben Chips. Was machen wir damit? Das sieht irgendwie mega gefährlich aus. Das sieht nach bösen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bis hierhin habt ihr es geschafft. Um euch bestmöglich vorzubereiten, habe ich ein kleines Bootcamp vorbereitet. Ihr seht vor euch 8 Truhen. Diese könnt ihr mit Medaillen öffnen, genau wie die ihr bereits bekommen habt. Jeder von euch bekommt eine persönliche Medaille, die er nicht abgeben darf. Verliert jemand seine Medaille, scheidet er aus dem Spiel aus und darf nicht mehr die Zone verlassen. Im ganzen Foyer verteilt sind mehrere Aufgaben aus unterschiedlichen Themenbereichen. Mathematik, Logik, visuelle Rätsel und Fitness-Challenges. Es gibt 4 Rätsel, für die ihr jeweils eine Medaille bekommt und 2 Rätsel, für die ihr 2 Medaillen bekommt und die nur in Zweierteams zu lösen sind. Kehrt man ohne Lösung zurück, muss man seine eigene Medaille opfern, um eine der Kisten zu öffnen. In 6 der Truhen vor euch befinden sich Teile der finalen Lösung. In 2 weiteren Truhen könnt ihr einen Hinweis bekommen, der euch bei den Rätseln weiterhilft. Ihr dürft nur innerhalb der grünen Zone an den Truhen miteinander kommunizieren. Sobald der erste von euch die grüne Zone verlässt, beginnt die Uhr zu laufen. Da mussten wir erstmal drauf klarkommen und wir mussten erstmal eine Strategie entwickeln. Okay, was macht Sinn? Wenn jetzt einer hier drin bleibt und sich so auf Safety münzt, oder wollen wir auf Risiko Hey alle Leute, ausschwärmen? wir gehen auf Risiko. Ja, oder? Wir gambeln komplett. Weil 15 Minuten sind Wir halt gambeln wirklich komplett. nicht viel. Wir schaffen das, wir schaffen das. Okay. Wir haben uns entschieden dazu, dass wir alle dieses Viereck verlassen. Und wenn jemand es nicht schafft, diese Chips zu holen, dann können wir das Rätsel nicht lösen. Ich würde, glaube ich, das Wortding machen. Du machst das Wort? Ich würde sagen, Gedächtnis ist bei mir okay. Also so schnell Sachen merken könnte ich schon. Ich würde wahrscheinlich irgendwas mit Logik Logik, machen oder so. Dann ist das da. Ja. Machen wir das Partnerrätsel? Ja. Machst du einzeln? Ich würde das, es ist, glaube ich, einzeln, ja. Das ist einzeln, 2. Okay, sobald wir die Münzen haben, laufen wir hier rein. Und welche öffnen wir zuerst? Wollen wir die Ich glaube, es macht Sinn, dass wir uns erstmal dann diesen Joker holen. Ich wollte gerade sagen, Ja. wir suchen erstmal einen Joker. Unsere Strategie war alles oder nichts. Wir probieren es einfach. Und wenn wir failen, dann ist es vorbei. Aber wir haben es probiert. Ich lasse nicht so hart gerade. Einmal kurz in die Mitte, das schaffen wir. Genau, okay. Auf 3 losrennen? Ja. 3, 2, 1, go! Verschiebe ein Streichholz, um eine 8 zu haben. Bei diesem Partnerrätsel muss sich einer von den beiden den Inhalt der Tafel merken, zum anderen Ende gehen und dem Partner diesen fehlerfrei diktieren. Nur so kann die zweite Person der mathematischen Lösung auf die Spur kommen. Sollte es bereits falsch diktiert worden sein, so wird es unmöglich, die Gleichung korrekt aufzulösen. Okay, willst du das zuerst mal? Ja, ich merk's mal. Wo muss ich mich genau hinstellen? Du bleibst hier und du musst das dann irgendwie lösen, das Rätsel. Atmosphäre. Ja.
Leute, ich habe ein Münzchen. Das hat mich total gepusht. Ich dachte erstmal, das ist ja gar kein Problem. Ihr habt uns da ein paar einfache Aufgaben hingestellt. Wir machen das jetzt hier in 2-3 Minuten fertig und dann geht's weiter zum nächsten Ort. Das ist dann aber nicht ganz so gekommen. Hast du? Ja, sehr gut. Oh, Zeit. Pluszeit. Okay. Als Lukas dann gesagt hat, er hat das erste Rätsel gelöst, war erstmal so ein bisschen so ein Stein vom Herzen. Okay, es ist machbar. Wir wussten nicht, wie schwer die Rätsel werden. Aber es erhöht natürlich auch Druck auf die Teammitglieder, jetzt auch zu performen. Dieses Pluszeichen hier hinschieben, dann habe ich 9 minus 1 ist gleich 8. Okay, ich hab eine Münze. Oh mein Gott. Ey, dann können wir schon... sollen wir dieses Ding öffnen? Hol den Joker! Den Joker. Lass uns den Joker öffnen. War es eine gute Idee, die erste verdiente Münze nicht für die Lösung, sondern direkt für einen Bonus zu opfern? Stück. Waffenbase ist Theaterstück. Motorradbase ist Kunsttheater. Eisenbahn, Kunsthalle. Theater. Zu dem Zeitpunkt waren wir noch ein relativ frisches Team. Wir kannten noch nicht die Stärken oder die Schwächen von den anderen. Und dann muss man einfach hoffen, dass die anderen jetzt auch performen. Okay. Okay, 1, 2, 3. Oh Gott, ich bin so richtig aufgeregt. Ich kann gerade auch nicht mehr. Alter. Okay. Ab jetzt dürft ihr der Zone über die Rätsel sprechen. Leute, wir dürfen jetzt in der Zone über die Rätsel sprechen. Mit diesem Bonus dürfen Sie sich nun auch jenseits der Zone über die Rätsel austauschen und einer von Ihnen erhält die Möglichkeit, nach einem Scheitern ein weiteres Rätsel anzugehen. Affe plus Vase ist gleich Theaterstück. Motorrad plus Vase ist gleich Kunsthalle plus Also Leute, Affe plus Vase ist was? Theaterstück. Theater. Die größte Schwierigkeit war, ich war komplett verwirrt. Man kennt das vielleicht in so Rätselsendungen. Man denkt so, wenn man da zuguckt, das ist doch so einfach. Aber wenn man davor steht und so verwirrt wird von anderen Wörtern, hat man erstmal so einen Blackout. Instruktion, Teamwork-Rätsel, Fitness und Logik. Okay, die Tafel darf erst entlüftet werden, sobald einer von euch einen korrekten Plank ausübt. Plank? Ah. Kannst du Plank? Ist das dieses, wo man... Ja, sich so hält. Damit darf das Rätsel gestartet werden auf dieser Tafel. Solange der Plank gehalten wird, darf gerätselt werden. Gerne auch mit Hilfe der zweiten Person, die gerade den Plank vollübt. Sollte der Plank nicht mehr gehalten werden, ist das Rätsel verloren und einer der Spieler verliert seine Mütze. Also man muss quasi die ganze Zeit... Also der Plank muss gehalten werden während des kompletten Rätsels. während das Rätsel gelöst wird, genau. Kannst du einen guten Plank oder nicht? Also ich zieh durch. Sicher? Also du traust dir das zu? Go for it. Okay. Da steht eine Nummer dazu, da steht Eisenbahn, steht eine Nummer dazu. Und wenn du sagst einfach Theater plus Eisenbahn, ist Sonne. Ja. Und du musst Sonne herausfinden, oder was? Ja. Okay, wir müssen das jetzt noch mal in Ruhe lesen. Okay, ich planke. In einer Komödie, in der es um die Weltherrschaft geht, kann man folgende Person beobachten. 5 Gangster, die von 8 Polizisten, 13, verfolgt werden, weil sie das Bild der 12 Aposteln gestohlen haben. 25, richtig? Ein afrikanischer Busfahrer, der mit 26 Schülern 51? zu den... Plus der Busfahrer? Stimmt. 52? Zu den 7 Weltwundern fährt, aber das ist... Einmal noch 52? Genau. 6 Räuber, 58? die in den 25. Stock Scheiß drauf, ja. in ein Hochhaus einbrechen, um 9 wertvolle Statuen zu klauen. Ja, Ein Obdachloser, dem die 5 59? Sinne fehlen und der an der Leine 4 Hunde spazieren führt. Es gibt nur Menschen, oder? Nur um Schauspieler, 59? ja. 3 Pfadfinder, 63, also 62? 12 gute Taten vollbringen, sowie ein Kapitän, 63? der mit seiner 83 Mann 146? starken Besatzung und alle Himmels... Das passt. Also das müsste die Lösung sein. Das 146, also. I hope so. Hilfe? Also du sagst ja Theater plus Eisenbahn. Ich kann mich generell schnell auf andere Leute verlassen. Und ich wurde nicht enttäuscht. Okay. 13. Im Endeffekt war es eine Grundschulaufgabe, für die ich ein bisschen länger gebraucht habe. Wir haben 2. Sollen wir lösen? Welche nehmen wir? Ja. Die aufmachen? Locken wir ein, oder? Ja. Okay.
Ich habe dann gar nicht so sehr am Team gezweifelt, sondern irgendwann eher an mir. Weil die haben ja in der Zeit auch noch gut Rätsel gelöst. Spiel. Vier, 2, 7, 4. Es ist 1, 1, 1. Ja, Blumen ist 3. Yes! Ja, das habe ich schnell hinbekommen. Da war ich dann noch zufrieden mit mir. Da dachte ich so, okay, habe ich die Zeit wieder rausgeholt vom ersten Rätsel. Oh mein Gott. Ich habe meinen Chip verlegt. Hast du deinen Chip nicht mehr? Ich habe meinen Chip verlegt. Ich war noch eben gerade hier. Ich hatte doch eben noch 2 Chips. Ich hab ihn. Na? Du hast ihn? Okay, du hast ihn. Sehr gut. Dann können wir zu den anderen. Das heißt, wir können das jetzt noch für Tipps einlösen. Nee, ja, oder für Kiste auch. Das wäre auch okay. Aber dann sind wir raus. Ich brauche noch einen Partnerschnitt für Partnerspiel. Ja. Wir haben gerade eine Challenge Aber wir verkackt. können das ja zusammen machen. Wir können das jetzt. Ist scheißegal. Stimmt, aber wir dürfen uns nur im Kreis beraten. Okay. Was war denn da der Joker? Kann mir Aber wir irgendwer dürfen helfen? zurufen. Ha? Darf mir jemand helfen? Ja, ich darf von hier. Ach so, ich muss eine Zahlenreihe vervollständigen. Okay. Da steht erst zusammen 1, 2, 1. 1, 2, 1. Dann kommt 1, 1. 1, 1. Dann kommt 1, 6. 1, 6. Dann kommt 4 und dann 9. Also 1, 2, 1, 11, 16, 4, 9 und dann steht vervollständige. 11, 16, 4. Sagen, wir könnten jetzt auch hier helfen, aber nur hier drin, oder? 16, 4, 11, 16, 4, 9 hast du da stehen. 1, 1. Also 1, 2, 1, 11, 16, 4, 9. 2, 7, 4, 9. Ich weiß Oder es weißt nicht. du? Da wiederholt sich die 4 am Ende. Ich hab schon mal vergessen, was die Zahlen waren. Das ist doch scheiße. Sie hat da nur die Zahlenreihe stehen. Dann soll die irgendwie vervollständigen. Das ist ja auch... 1, 2, 1. Nee, 1, 1, 1. Sie haben bereits 5 Münzen 2, 1. gewonnen, doch Annika hängt an ihrem Rätsel fest und die Zeit läuft davon. Sabrina und Lukas sind beim Partnerrätsel ausgeschieden, womit nur noch Nico frei ist, um weitere Rätsel zu lösen. Das einzig übrige Rätsel ist allerdings nun das Partnerrätsel. Boah, es ist voll schwer im Kopf. Ja, das ist kacke. Weil, also die erste, also wenn du es zusammenrechnest, ist das erste halt eine 4 und die wiederholt sich ja am Ende. Aber das ergibt keinen Sinn. Wenn du 2 plus 16 rechnest, kommt 9. Also was muss man jetzt zusammenrechnen? Also 4. Ich check's gar nicht. Was war das? 1, 11, 16, 9, 4? 4, 9. 4, 9, 1, 2, 1. 1, 2, 1. Wir haben noch knackige 3 Minuten 50. The fuck? Also die das stehen sind so in eins. Pärchen. Okay, jetzt habe ich es auch verstanden. So, Das ja. sind 1, 2, 1 sind 121, einzelne, dann die 11 als die 16, 4, 9, 4. Okay. Ich träume heute Nacht von diesen Zahlen, glaube ich. Weil, Das war ja am Ende eine Zahlenreihe quasi, die vervollständigt werden musste. Also da wären wir auch nicht drauf gekommen, hätte sie die Zahlen irgendwie richtig durchgegeben. Aber dadurch, dass sie ja auch nicht wusste, irgendwie ist das jetzt 2, 9, keine Ahnung was, oder sind es diese 100er-Bereich-Zahlen, konnte man es halt irgendwie schwer wiedergeben. Und am Ende waren wir, glaube ich, noch verwirrter, als hätte sie es einfach alleine gemacht. Das hat gar nicht geholfen. wenn Soll ich man meine dann, Münze opfern für den Hinweis, wir haben nur noch 3 nein, Minuten. okay, wenn man die 2 nächsten zusammenrechnet, kommt Okay, wollen wir das Partnerrätsel probieren? Ich weiß nicht, Nee, du darfst da nicht mehr. Sie darf nur. Ja, genau. Das Ding ist, wir haben noch 3 Minuten jetzt genau. Also ich kann einfach die scheiß Münze irgendwo reinwerfen und dann haben wir vielleicht wenigstens einen Hinweis, der uns irgendwas bringt. Annika, wollen wir das Partnerrätsel probieren schnell? ja 1, 2, 1 zusammengerechnet ist 4. Mal 4 ist 16. Wir haben diese Fragestellung nicht verstanden. 14 durch 4. Und minus 4 ist nicht 9. Scheiße. Also ich weiß ja noch, dass wir noch ein Rätsel danach machen könnten.
Und wir haben, glaube ich, da die Zeit verschwendet, indem wir zu lange eigentlich in die Lehre gestarrt hatten und die Zahlen versucht haben, im Kopf zu sortieren. Und irgendwann mussten wir einfach eine Entscheidung treffen. Sag irgendwas. Ja, fuck it. Wir haben 1:55. Ja, ich kann ja eh nicht mehr. Ach so. Ich werfe jetzt einfach meine eine Münze irgendwo rein. Ja, müssen wir sowieso. Irgendwo ein Rätsel nehmen. Okay, sag irgendwas, dann probieren wir gleich zusammen noch das Partnerrätsel. 2 plus 7. 2 plus 7 ist 9. Warte mal. 2 plus 7 ist 9. Also, nein. Warte mal. 2 plus 7 ist 9. Ich war bei den anderen auch. 2 plus 7. Auch nochmal das. Ist es wirklich ein Vorteil gewesen, die Bonustruhe geöffnet zu haben? Hätten Sie Ihre erste Münze nicht für die Bonustruhe eingesetzt, dann wären Sie nun schon in der Lage, alle Lösungskisten zu öffnen. 1 Minute heute, schnell. Sag irgendwas. 13. Noch 50 Sekunden. 50, okay, komm, schnell. Schnell. Okay, du musst planken, Oh, Entschuldigung. Sei ganz ehrlich, wir haben bis auf 40 Sekunden. Das ist ja irgendwas. Aber dann können wir, ja, ich wollte gerade sagen, ansonsten Dann verkackt. können die anderen beiden ihre noch da reinhauen. Aber so könnten wir. Das Rätsel war jetzt auch nicht so ganz einfach, muss man sagen. Es war nicht ganz trivial. Hätte ich 10 Sekunden länger gehabt, vielleicht hätte man es noch mal irgendwie drüber lesen können. Wenn Ich die hab meine jetzt Tasche lösen, reingehauen. Ich habe keine Münze mehr. ja, dann bringt es uns eh nichts Ey, wir mehr. haben noch 20 Sekunden. Bitte? 20 Sekunden. 133. Ja, okay, dann rennt schnell her mit euren Münzen. Wir haben noch 10 Sekunden. Oh, haut es einfach da rein. Okay, Pack 5. Besser weg, oder? Und die Zeit war dann halt auch so schnell vorbei. Und dann kommt ein Lösungswort wahrscheinlich raus. Spielt das. Das ist das Spiel, das lebt. Ach so. Das ist irgendwie so. Spielt Ja. Fuck. Spielt das Spiel, das lebt. das Spiel. Okay, spielt das Spiel. Also fehlt uns ja nur ein Wort Spielt. wahrscheinlich, oder? Das lebt das Spiel. Spielt das. Spielt das Leben, lebt das Spiel. Sabrina, da hat sie richtig abgeliefert. Also, da hat sie uns alle gerettet. Sehr gut! Um Himmels Willen. Nee, das hat mich gestresst. Herzlichen Glückwunsch. Nun konntet ihr euch ein wenig einstimmen, vor allem aber als Team besser kennenlernen. Nutzt dieses Wissen und vertraut auf euren Verstand und eure Intuition. Ab jetzt wird es ernst. Geht zu dem Ort, wo die Zeit eine bedeutende Rolle spielt. Ihr findet den Hinweis zu eurer ersten Mission unter der 2-Münzen-Bonustruhe. Viel Glück. Da drunter. Unter die Truhe. Hey. Oh, wow! Eintritt frei. Ihr habt noch eine halbe Stunde Zeit, bis euer Zug in die nächste Region fährt und die Schweizer Bahnen sind pünktlich. Ja, war was? Also wir müssen ins Uhrenmuseum. Museum Kleines Klinker, Museum. Wo ist echt viele Museen? Ja, ganz viele Museen. Halbe Stunde, das wird sportlich. Ja, Bahnhof. Auf zum Bahnhof. Okay. Haben wir alles. Wir haben zum ersten Mal gemerkt, okay, wir können uns aufteilen, wir können auch gut kommunizieren, wir können auch unter Druck arbeiten und wir können auch noch die richtige Lösung herausfinden. Von daher war es ein guter Start in Basel für die ganze Reise. Wir können nur keine Karten lesen. Aber man muss auch nicht alles können. Mein Puls war am höchsten irgendwie bei 106 oder so. Das muss bei dem Spiel gewesen sein. Als die Durchsage kam, war ich so, okay, gut, dann habe ich zugehört und gedacht, na toll, 15 Minuten. Das war schon Zeitdruck. Wann war die Zeit ja so schnell rum? Und ich denke halt immer, ich kann halt nicht richtig denken. Ja, unter Druck, ne? Unter Druck denken, da hat man so richtiges Blackout. Ich bin alles durchgegangen. Es hat nicht geklappt. Jetzt dachte ich so, Mann, wieso erwische ich genau das? Das ist so blöd. Ey, ich war noch 3 Kreuze, dass ich da nicht hingerannt bin. Jetzt müssen wir nur noch die Straße der Museen finden. Die Region Jura und Dreiseenland ist eine französischsprachige Ferienregion, die im Westen der Schweiz an der Grenze zu Frankreich liegt. Die Region ist für ihre intakte und geschützte Natur und besonders als Wiege der Uhrmacherei bekannt.
Das internationale Uhrenmuseum in La Chaux-de-Fonds gehört mit mehr als 4.500 Kollektionsstücken zu einem der wichtigsten Museen für die Uhrmacherei. Von der Sonnenuhr über prächtige Taschen- und Wanduhren, Goldschmiede und Schmuckstücke und wissenschaftliche Techniken bis hin zur Atomuhr veranschaulicht das Museum die Geschichte der Zeitmessung. Uhren, wir sind schon mal richtig. Hey. Ich würde gerade sagen, das sind wir richtig. Ah, guck mal, da liegt was. Wir sind reingekommen, wir haben gesehen, es liegt schon wieder ein Rätsel vor uns. Diesmal eins der ganz besonderen Art. Mission Albert Schmidt. Team, willkommen im Uhrenmuseum. Schön, dass ihr es bis hierhin geschafft habt. Der Uhrenmacher Albert Schmidt hat eine großzügig angekündigte Spende für die Kinderhilfe plötzlich zurückgezogen und wurde kurz darauf in seinem neuen Haus auf den Bahamas gesichtet. Das hat bei mir alle Alarmglocken schrillen lassen. Die Schlüssel zu seinem Tresor hat er hier im Museum versteckt. Nun liegt es an euch, schnell genug die richtigen Codes für die verschiedenen Schlösser zu finden. In jeder Kiste befindet sich ein Schlüssel zu einem seiner Schließfächer. Je mehr Schlösser ihr öffnet, desto besser. Aber Vorsicht! Nur einer von euch darf sich pro Schloss auf den Weg machen. Entscheidet im Team, wer welche Sanduhr umdreht, um sich dann alleine im Museum auf die Suche nach dem richtigen Code zu begeben. Oh Gott. Die Karte und die Symbole sollten euch dabei helfen. Viel Erfolg, Charlie. Danke, Aber Charlie. die Karten sind wir halt irgendwie nicht so gut. Naja, das ist der Eingang. So, Guck mal, sie ist gut wir da drin. sitzen hier, wo das Kaffeezeichen ist. Dann geht's so eine komische Brücke rüber, also wir rennen nicht die Treppen runter. Ja. Also einer pro Schloss. 30 Sekunden, aber das ist. Hier ist 30 Sekunden. Das macht ja gar keinen Sinn. Wenn wir hier sind, wir können auch niemals in 30 Sekunden. Das ist nicht so groß. Das ist nicht so groß. Eine Karte mit 6 Sanduhren und 6 verschiedenen Symbolen dazu verweist auf verschiedene Standorte im Museum. Die Symbole müssen den 6 Paketen vor ihnen zugeordnet werden, um anschließend die Schlösser mit der richtigen Kombination zu öffnen. Diese müssen Sie an kleinen Schildern im Museum ablesen, die sich grob in dem Teil befinden, auf den in der Karte gedeutet wird. Doch die Schilder sind sehr klein und verlieren sich in dem Museum unter den vielen Uhren. Sobald Sie die grüne Grenze passieren, startet die Zeit. Sollte diese ablaufen, bevor Sie die Grenze wieder passiert haben, ist der Durchlauf gescheitert. Jeder Durchlauf darf maximal 3 Mal ausgeführt werden. Danach wird das Kästchen ungeöffnet bleiben. Sollten Sie diese Nummer ablesen, aber nicht rechtzeitig zurück sein, ist der Durchlauf ebenfalls gescheitert und die Nummer findet sich beim nächsten Mal an einem anderen Ort wieder. Bei diesem Spiel ist die Zeit der größte Gegner. Kleine Sachen suchen auf Zeitdruck. Schon wieder Zeitdruck. Okay. Das ist schon weg. Oh, Alter, das geht ja schnell, ey. Das Stress nicht mit uns jetzt hier. Würde man jetzt sagen, Hälfte? Das ist schon die Hälfte. Die Hälfte! Hallo? Na gut, okay, warum ist er immer noch nicht da? So langsam ist er in der Abtrudeln. Es wird wirklich knapp. Jetzt schnell! Ah, nee. Was ist er denn? Vorbei. Ist schon lang vorbei. Ich habe es nicht gecheckt. Ey, macht gar keinen Sinn. Ich dachte, wenn es um Sport geht, um Suchen und auf Zeit, das kriegt man noch hin. Ach so. Hälfte! Eigentlich weniger als Hälfte. Wir haben nur unseren Einsatz verpasst. Komm! Zurück! Das kann doch nicht
nicht sein, dass ich hier mich auch noch melde und sage, Leute, ich hole den ersten Hinweis easy für uns. Und dann stehe ich da so ahnungslos vor. Okay, beim zweiten Versuch langsam. Okay, vielleicht sollte man es jetzt dann langsam finden. Ich laufe gleich nochmal los. Ich muss es ja sowieso hinkriegen. Ja, du musst halt einmal nur alles absuchen, Ja. sozusagen. Go. Ich habe über die Vitrine geguckt, ich habe in die Vitrine geguckt, ich habe unter die Vitrine geguckt, aber nicht in diese kleine Spalte zwischen den Vitrinen. Oh mein Gott, Nico kommt zurückgerannt. Was? Was? 705. 7-0. Nein. Sollen wir direkt weitermachen? Ja. Letzter Versuch. Es war knapp. Okay, 2, 1. go. Bei 5 Minuten, da kann man eigentlich ganz entspannt laufen. Ich spinne doch hier gerade. Okay, große Uhr links. Und dann bei zack, da ist eine große Uhr. Ja, ich hatte tatsächlich, das war eine gute Stelle, glaube ich, an der es versteckt war, aber ich habe es direkt gesehen. Vielleicht war es Glück. Vielleicht bin ich aber einfach richtig gut. Okay, also da stehen 4 Zahlen, das sind 4, ne? Macht nur Sinn, 2590. Ja, und dann lief es auf einmal und dann hatten wir einen richtig geilen Run und dann dachte ich mir, irgendwie kriegen wir das ja doch alles hier hin, wa? Das haben wir nicht hier nicht. Ja, okay, wir haben Schließfeld. Okay, das ist sehr, sehr gut. Okay. Wollen wir das da wieder zurückstellen, falls wir die Reihenfolge gleich noch brauchen? Ja. Für irgendwas vielleicht, weiß ich nicht. Okay, lass los. Okay, weißt du wo lang? Einfach durch. Einfach geradeaus. Okay. Das suche ich an. Ich glaube, die muss weiter. Ungefähr. Wo war das? Du musst jetzt zurück. Ja. Weißt du, wie viel haben wir noch? 5, 4, ja. Sie kommt zurück. Ich habe die Sanduhr gefunden, jetzt muss ich nur noch den Sticker suchen. Okay. Okay. Und go. Shit, ja, das muss ich mir angucken. Junge, das ist eigentlich nicht möglich. Ja, ungefähr die Hälfte. Sie hat so gemacht. Oh mein Gott. Jetzt muss sie sich nur merken. Jetzt nicht. Oder? Sie hat's nicht? Ah, nee. 5, 4, 3. Zurück! Hast du nicht? Da sind Sanduhren, aber ich sehe keinen Sticker. Sabrina? Ja, hau direkt mal einen drauf. Wo ist das 30? Oh ja. Okay, komm, oh mein Gott. Du schaffst es. Ja. Okay. 387. Als die anderen losgelaufen sind und wirklich den Hinweis einer nach dem anderen nach Hause gebracht haben, habe ich auf jeden Fall Erleichterung verspürt, weil ich dachte, okay, sollte ich auch strugglen, kann ich mich auf die anderen verlassen. Ja, dann. Sollen wir direkt weitermachen? Ja. Sabrina, was willst du haben? Ich würde das. Was heißt Pendem irgendwas? Pendel, hier. So Pendel. Achso, ja, Kuckucksuhr. Kuckucksuhr. Ja. Okay. Ich lauf einfach los, dreh um!
zurückgerannt. Oh, stark. Okay, sobald sie da ist. Ja. Okay, lauf 6, los. 7, 3. Okay. Hab ich's? Go. Ist das denn alle? Ich dachte schon kurz, ich wäre gut dement geworden. Ja. Holy shit. Oh, geil. Das ist so scheiße. Ja, das funktioniert doch nicht. Jetzt der Schlüssel. Okay. Das heißt, wir haben nur das eine Bild da drin gehabt, ne? Okay, Und da steht hinten auf jeden Fall irgendwas noch drauf. Schutzalp Davos. Sieht aus wie... Eine Nervenklinik. Davos, ist das irgendwie ein Ort oder so in der Schweiz? Was für ein Hotel, oder? Ja, schon. Oder halt irgendwie ein hochmodernes Krankenhaus oder sowas. Steht da nur Davos? Schatzalp. Schatzalp ist es. Ja, das wird ein Hotel sein. Es hört sich halt sehr schweizerisch an irgendwie. Das hört sich an, als müssten wir weiter. Woanders hin. Davos, naja, schön. War ich auch noch nicht. Davos, irgendwie sowas. Das ist einmal am anderen Ende der Schweiz. Das heißt, wir sind direkt am ersten Tag einmal komplett durchs Land gefahren. Es fühlt sich nicht an wie ein Tag, es hat sich schon angefühlt wie eine Woche. Mindestens. Momentan bin ich einfach nur müde, fertig von dem Trip, aber dankbar für ein tolles Team. Dankbar, dass wir alle Rätsel geschafft haben und auch schon viel von der Schweiz innerhalb kürzester Zeit erleben durften. Ich glaube, der erste Tag wäre jetzt auf jeden Fall gut fürs Team. Ich hatte das Gefühl, das war so eine kleine Aufwärmrunde. Jeder hat bisher so ein bisschen seinen Beitrag gemacht und in verschiedenen Situationen. Annika am Ende mit ihrem Sprint gerade noch mal alles hingelegt. Es war alles so schön drinnen und ich hoffe, jetzt wird es auch ein bisschen mehr Outdoor. Auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Natur zu sehen, hoffentlich. Dass es so ein kleines Abenteuer noch wird. Und vielleicht auch doch noch ein bisschen mehr Sport. Ich glaube, ich habe Bock auf ein bisschen mehr Bewegung. Also die Schweiz hat auf jeden Fall sehr viele Museen, das weiß ich jetzt. Jetzt will ich auch ein bisschen Berge sehen. Resümee, der Spirit ist gut im Team. Wir alle grooven uns so langsam ein. Wir alle wissen, wir können uns auf den anderen verlassen. Wir alle wissen, wir haben richtig Lust drauf. Und wir alle konnten es kaum erwarten, dann auch in den nächsten Tag zu starten und zu gucken, welche Challenges noch kommen. Wir fahren jetzt nach Davos, in den Osten der Schweiz, und zwar nach Davos. Wir fahren jetzt nach Davos, denn wir haben bei dem Spiel ja den Hinweis bekommen, dass es da weitergehen könnte. Da haben wir dieses kleine Bild in dem Kasten bekommen. Und keine Ahnung, was wir da machen, was wir da finden, aber da fahren wir jetzt hin.